Stell dir vor, du wachst morgen auf und erfährst, dass dein ganzes Leben berechnet wurde. Nicht irgendwo in der Zukunft, nicht in einem Spiel, sondern genau hier, mit deinem Zimmer, deinen Erinnerungen und den Menschen, die du liebst. Alles fühlt sich echt an, aber genau das wäre das Problem. Eine perfekte Simulation würde sich nicht wie eine Simulation anfühlen, sie würde sich wie Wirklichkeit anfühlen. Und plötzlich wird eine einfache Frage unangenehm. Simulation oder Realität? Was stimmt hier nicht? Diese Frage klingt zuerst wie eine verrückte Internetidee, doch sie ist nicht nur ein Thema für Foren, Filme oder Verschwörungsvideos. Sie taucht auch in der Philosophie, in der Physik und in der Informatik auf. Im Jahr 2003 stellte der Philosoph Nick Bostrom eine Frage, die bis heute nachwirkt. Wenn eine Zivilisation irgendwann perfekte Welten simulieren könnte, warum sollten wir sicher sein, dass wir nicht in einer davon leben? Bostrom sagte nicht einfach, dass wir in einer Simulation leben. Sein Gedanke war viel gefährlicher. Er fragte, welche Annahmen falsch sein müssten, damit wir nicht simuliert sind. Damit beginnt das eigentliche Rätsel. Denn die Idee wirkt nicht deshalb unheimlich, weil sie bewiesen ist. Sie wirkt unheimlich, weil sie an etwas anknüpft, das wir täglich erleben. Wir erschaffen selbst immer bessere künstliche Welten. Vor wenigen Jahrzehnten bestanden Spiele aus einfachen Formen und groben Bewegungen. Heute können digitale Räume Licht, Schatten, Gesichter und ganze Landschaften täuschend echt nachbilden. Das allein beweist nichts. Aber es zeigt eine Richtung. Die Grenze zwischen künstlicher Erfahrung und echter Erfahrung wird dünner. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Wenn wir schon heute überzeugende künstliche Welten bauen, was könnten Menschen in 1000 oder 10.000 Jahren erschaffen? Vielleicht wären es nicht nur Bilder auf einem Bildschirm, vielleicht wären es Erfahrungen, die direkt im Gehirn entstehen. Forschende arbeiten bereits an Schnittstellen zwischen Gehirn und Maschine. Heute sind diese Systeme noch begrenzt, aber ihre Richtung ist klar. Technik rückt näher an Wahrnehmung, Erinnerung und Körpergefühl heran. Damit wird die alte Frage moderner. Was wäre, wenn eine Zukunftszivilisation nicht nur Städte oder Planeten simuliert? Was wäre, wenn sie ganze Vergangenheiten simuliert? Eine Welt mit Geschichte, Fossilien, Sprachen, Erinnerungen und Milliarden einzelner Leben. Genau hier wird aus Science Fiction ein philosophisches Problem. Denn eine simulierte Welt müsste nicht gestern begonnen haben, sie könnte mit einer vollständigen Vergangenheit starten. Mit Büchern, Fotos, Narben und Erinnerungen, die für ihre Bewohner alt wirken. Das bedeutet nicht, dass es so ist, aber es zeigt, warum der Gedanke schwerer wegzuwischen ist, als er zuerst klingt. An dieser Stelle greifen viele Menschen zu einem einfachen Einwand. Ich erinnere mich doch an meine Kindheit. Ich habe Fotos, andere Menschen kennen mich. Doch ein perfektes System würde genau solche Spuren enthalten, nicht als Beweis für die Simulation, sondern als Hinweis darauf, warum Beweise in dieser Frage so schwierig werden. Wenn alles innerhalb der Welt geprüft wird, prüfen wir immer nur die Welt von innen. Und das führt zur nächsten Frage. Könnte man eine Simulation überhaupt erkennen? Eine kurze Pause. Abonnieren, liken, vielen Dank. Viele Menschen suchen deshalb nach Fehlern, nach Momenten, in denen die Wirklichkeit kurz nicht zusammenzupassen scheint. Ein Déjà-vu. Eine falsche gemeinsame Erinnerung, ein Zufall, der zu genau wirkt. Solche Begriffe sind stark, weil sie sofort Bilder im Kopf erzeugen. Aber wissenschaftlich sind sie keine Beweise. Ein Déjà-vu kann mit Gedächtnisprozessen zusammenhängen. Der Mandela-Effekt kann durch falsche Erinnerungen und soziale Weitergabe entstehen. Unser Gehirn ist kein neutrales Aufnahmegerät. Es deutet, ergänzt und ordnet das, was es wahrnimmt. Genau deshalb fühlt sich die Simulationsfrage so persönlich an. Sie betrifft nicht nur das Universum, sie betrifft die Art, wie dein Gehirn Wirklichkeit baut. In der Wahrnehmungsforschung wird oft beschrieben, dass das Gehirn nicht nur empfängt. Es arbeitet mit Erwartungen. Es prüft, was wahrscheinlich ist. Es vergleicht das Kommende mit dem, was es bereits kennt. Wenn etwas nicht passt, entsteht Aufmerksamkeit. Wenn sehr viel nicht passt, entsteht ein Gefühl von Unwirklichkeit. Vielleicht ist genau das der psychologische Kern der Simulationsidee.
Wir leben in einer Zeit, in der künstliche Bilder, künstliche Stimmen und künstliche Welten immer glaubwürdiger werden. Unser Gehirn sieht, dass Täuschung möglich ist, und dann stellt es die größte Version dieser Frage. Wenn kleine Wirklichkeiten gebaut werden können, könnte dann auch unsere Wirklichkeit gebaut sein? Jetzt wird Bostrums Argument verständlicher. Es hängt an wenigen großen Annahmen. Erstens müsste Bewusstsein grundsätzlich simulierbar sein. Zweitens müsste eine fortgeschrittene Zivilisation genug Rechenleistung besitzen. Drittens müsste sie überhaupt den Wunsch haben, solche Welten zu erschaffen. Und viertens dürfte sie sich vorher nicht selbst zerstören. Wenn all das stimmt, entsteht eine merkwürdige Konsequenz. Es könnte viel mehr simulierte Bewusstseine geben als ursprüngliche. Dann wäre es statistisch nicht absurd zu fragen, zu welcher Gruppe wir gehören. Doch genau hier beginnt die Kritik. Denn jede dieser Annahmen ist riesig. Wir wissen nicht, ob Bewusstsein wirklich vollständig berechenbar ist. Wir wissen nicht, ob eine Welt wie unsere überhaupt vollständig berechnet werden könnte. Und wir wissen nicht, ob eine Zivilisation so viel Energie und Stabilität erreichen könnte. Der Astrophysiker David Kipping hat später mit Bayescher Statistik gezeigt, dass man die Sache nicht so schnell entscheiden sollte. Ohne neue Beweise ist die Simulation nicht automatisch die wahrscheinlichere Erklärung. Mit anderen Worten, die Idee ist spannend, aber sie ist kein Freifahrtschein für Gewissheit. Ein weiteres Problem ist die Energie. Eine ganze Welt mit Milliarden bewussten Wesen zu berechnen, wäre nicht einfach nur ein großes Computerspiel. Es wäre eine unvorstellbare physikalische Aufgabe. Je tiefer die simulierte Welt gehen soll, desto größer wird das Problem. Atome, Sterne, Körper, Erinnerungen, Zufälle und Beobachter müssten zusammenpassen. Deshalb reicht es nicht zu sagen, Computer werden irgendwann besser. Man muss auch fragen, ob die Natur selbst solche Rechnungen zulässt. Und dann gibt es noch ein unangenehmes Detail. Wenn simulierte Wesen irgendwann selbst Simulationen bauen, entstehen Schichten. Eine Welt in einer Welt in einer Welt. Das klingt faszinierend, aber jede Schicht müsste Ressourcen verbrauchen. Irgendwo müsste diese Kette an Grenzen stoßen, vielleicht schon sehr früh. Deshalb ist die nüchterne Antwort weniger spektakulär, aber wichtiger. Wir haben keinen belastbaren Beweis dafür, dass wir in einer Simulation leben, aber wir haben gute Gründe, die Frage ernst zu nehmen. Nicht, weil sie uns zeigt, dass alles falsch ist, sondern weil sie zeigt, wie schwer Wirklichkeit zu definieren ist. Was nennen wir real? Das, was außerhalb von uns existiert, das, was wir messen können, oder das, was unser Bewusstsein erlebt? Diese Fragen sind älter als Computer. Schon lange vor moderner Technik zweifelten Philosophen daran, ob unsere Sinne die Welt wirklich so zeigen, wie sie ist. Die Simulation ist nur die moderne Form dieses alten Zweifels. Früher fragte man, ob die Sinne täuschen. Heute fragen wir, ob eine ganze Wirklichkeit berechnet sein könnte. Vielleicht ist das der wahre Grund, warum diese Idee so stark wirkt. Sie verbindet alte Angst mit neuer Technik. Sie macht aus einem philosophischen Zweifel ein Bild, das jeder sofort versteht. Eine Welt, die echt aussieht. Ein Bewusstsein, das darin aufwacht. Und irgendwo dahinter vielleicht eine Ebene, die wir nie erreichen. Am Ende bleibt keine einfache Antwort. Vielleicht leben wir nicht in einer Simulation. Wahrscheinlich ist das sogar die vorsichtigere Annahme. Aber die Frage verschwindet trotzdem nicht. Denn sie zwingt uns, über Wirklichkeit nachzudenken, als wäre sie nicht selbstverständlich. Und vielleicht ist genau das der Punkt. Die gefährlichste Idee ist nicht, dass die Welt programmiert sein könnte. Die gefährlichste Idee ist, dass wir viel zu schnell glauben, verstanden zu haben, was Wirklichkeit überhaupt bedeutet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.